Frage kriege ich sehr, sehr häufig immer in meinen Coachings zu hören und die ist wie folgt. Ich mache seit einem halben Jahr, seit einem Jahr oder seit 3 Monaten oder wie auch immer eine Konfrontationstherapie. Ich stelle mich meiner Angst, so wie es in der Verhaltenstherapie gesagt wird, aber bringen tut's gar nichts. Im Gegenteil, ich habe sogar manchmal das Gefühl, es wird schlimmer, Juan. Hast du eine Idee, woran das liegt? Ich habe nicht nur eine Idee, sondern ich weiß auch warum. Und in diesem Video werde ich dir heute ganz genau erklären, woran das liegt, dass du trotz Konfrontationstherapie und solche Fachbegriffe wie Habituation und etc. bei dir nichts bringen. Viel Spaß! Willkommen auf meinem Kanal Juan da Spanier. Mein Name ist Juan. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich dich darum bitten, dass du bitte den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du in der Zukunft Themen wie diese nicht mehr verpasst. Worum geht es heute? Heute geht es um Konfrontation und Ängste verlieren. Warum mache ich dieses Thema? Ich mache dieses Thema, weil ganz oft in meinen Coachings und auch in der letzten Zeit öfters auf Instagram wurde mir die Frage gestellt, Juan, natürlich ist es immer das gleiche Prinzip. Ich kam öfters vor, wenn ich in die Kirche gehe, drängen sich bei mir Zwangsgedanken auf. Exposition und Habituation ist auch sehr, sehr gut bei Zwangsgedanken. Ganz klar, also egal ob das jetzt Zwangsgedanken sind oder Ängste, weil beides sehr eng miteinander verknüpft ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Menschen sagen, ich mache die ganze Zeit eine Konfrontationstherapie. Also manchmal auch eigenständig oder mein Verhaltenstherapeut hat mir das so angeleitet. Und jetzt hör mir mal bitte genau zu, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte jetzt dann nicht so rüberkommen auf dich, dass ich dir jetzt sage, ich bin schlauer und intelligenter und habe mehr Wissen als jeder Verhaltenstherapeut in ganz Deutschland oder gar auf der ganzen Welt, weil das wäre absolut unseriös und das wäre auch eine Anmaßung, darum möchte ich das nicht machen. Aber, und jetzt ist die Frage an dich und das frage ich jetzt dich. Wenn du gerade in einer Verhaltenstherapie bist oder auch nicht, hat dir denn eigentlich auch mal der Verhaltenstherapeut oder sonst irgendjemand dir mal richtig gesagt und dir richtig eingeleitet, wie eine Konfrontationstherapie funktioniert? Jetzt sagst du vielleicht, ja, hat er, aber hat er dir ganz detailliert gesagt, wie man das macht? Oder sagt er dir einfach nur, pass mal auf, du musst einfach genau das tun, wovor du am meisten Angst hast. Also das heißt, du gehst dann in die Situation hinein, du begibst dich in die Situation, gehst dann da rein und jetzt wartest du halt einfach, bis die Angst halt ganz stark wird und dann wird sie wieder verschwinden. Na, also so nach dem Motto, du musst es einfach aushalten. Und jetzt machen die Klienten genau das. Sie gehen dann in die Situationen, sie gehen dann in die Kirche hinein, wohl wissend, wenn da jetzt Zwangsgedanken kommen, gotteslästerische Gedanken oder blasphemische Gedanken etc. Sie gehen, wenn sie Angst haben von hohen Brücken und so weiter, dann gehen sie über die Brücke hinüber und haben dann Angst davor, wenn der Gedanke kommt, dass ich da runterspringe und halten das dann einfach aus. Jetzt gibt es da einen Punkt und etwas, was ich sagen möchte, was sehr, sehr gefährlich ist. Und das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist, wenn du in eine Situation hineingehst und eine Konfrontationstherapie machst und hineingehst und dann die Situation, jetzt hör genau zu, vorzeitig verlässt. Du verlässt die Situation vorzeitig, bevor die Angst komplett abgeklungen ist, dann passiert Folgendes. Es kann zu einer Retraumatisierung kommen. Was bedeutet Retraumatisierung? Retraumatisierung bedeutet, dass das Trauma, wenn es eines ist, sich dadurch noch verschlimmert. Das heißt, die ganze Situation wird noch schlimmer wie vorher. Folglich wirst du die Situation, weil die Ängste und die körperlichen Gefühle noch stärker werden, erst recht nicht mehr aufsuchen. Das ist Punkt Nummer 1. Wenn dir das der Verhaltenstherapeut oder der Arzt oder der Psychiater oder etc. dir das gesagt hat, dann ist alles schön und gut, dann vergiss es, dass ich das gesagt habe. Das ist auch nicht der eigentliche Punkt, worauf ich hinaus möchte. Jetzt hast du vielleicht schon öfters in deinem Leben, weil du unter Ängsten leidest, schon mal das eine oder das andere Mal was von dem Begriff Habituation gehört. Was bedeutet Habituation? Oft wird dieses Wort Habituation gerne mit Ängste in Zusammenhang gebracht. Man muss aber verstehen, dass Habituation nicht nur mit Ängsten in Zusammenhang gebracht werden kann, sondern auch mit allen anderen Gefühlen.
Jeder von euch kennt doch mal dieses Gefühl, wenn er sich ein neues Auto kauft, einen neuen Fernseher, eine neue Freundin hat, weil dann ist er verliebt, eine neue Frau, einen neuen, was weiß ich, einen neuen Kamin, irgendwas, was er sich schon lange wünscht und es sich dann kauft, dann hat man doch diese Freude. Dann kommt diese Freude und man denkt sich, wow, ich habe diesen neuen BMW und den wünsche ich mir schon seit langem und ich bin so überglücklich und ich bin euphorisch und die schauen mich alle an und sind vielleicht auch noch neidisch. Auf jeden Fall hast du ganz tolle Gefühle. Und dann kennst du vielleicht auch dieses Gefühl, dass du wenn du nach 3 Wochen oder nach 4 Wochen oder nach 6 Wochen irgendwann mal weiterhin in dein Auto einsteigst, dass dann Folgendes passiert. Ja, das tut dich gar nicht mehr so reizen und dieses Gefühl von der Euphorie ist gut und es stellt sich so ein normales Gefühl ein. Und dieses Phänomen, was da passiert in den Übergang, also in der Zeit von dieser Euphorie bis zur Normalisierung, diesen Übergang nennt man Habituation. Und Habituation ist Latein, kommt aus dem verwendet man im Medizinischen und bedeutet auf Deutsch nichts anderes als Gewöhnung. Es ist also einfach eine Gewöhnung. Und jetzt kommen wir bei der Habituation zu der Angst. Jetzt möchte ich dich bitten, dass du mir bitte ganz, ganz aufmerksam folgst. Wir nehmen nochmal das Beispiel mit dem Auto. Ganz kurz nochmal. Du hast ein neues Auto gekauft, du hast große Freude und freust dich darüber und so weiter und hast Gefühle der Euphorie und so weiter und so fort. Also alles, was sich schön anfühlt. Und jetzt kommt eine spannende Frage. Versuchst du in irgendeiner Art und Weise dieses Gefühl auszuhalten oder dieses Gefühl so lange wie möglich zu halten oder zu unterdrücken und in der Situation zu bleiben? Bei dem Gefühl der Freude. Versuchst du das? Nein, oder? Weil es fühlt sich ja gut an. Und jetzt kommt die spannende Frage. Sagt dein Therapeut zu dir, dass wenn du in die Situation, in die Habituation hineingehst, dass du die Angst aushalten sollst oder da drin bleiben sollst? Was sagt er zu dir? Wie machst du die Konfrontationstherapie? Ich weiß, wie du sie machst. Du gehst in die Konfrontationstherapie hinein, und jetzt Beispiel bei der Kirche oder bei der Brücke etc. kommen dann jetzt solche Gedanken, boah, jetzt kommt die Angst, ich kann das kaum aushalten. Aber ich werde es aushalten. Umso länger ich es aushalte und so weiter, dann wird sie auch bald wieder verschwinden. Irgendwie überstehe ich das schon. Jetzt kommt ja bald der Kirchengong. Ich habe noch so 15 Minuten. 15 Minuten muss ich noch aushalten. Dann kommt der Kirchengong und dann gehe ich raus. Weißt du, wie ich sowas nenne? Ich habe da so ein eigenes Wort dafür erfunden. Weißt du, wie ich es nenne? Ich nenne es Pseudo-Habituation. Es ist eine Pseudo-Habituation, nichts anderes. Weil was machst du? Du greifst kognitiv. Kognitiv bedeutet nichts anderes, mit deinen Gedanken und mit deinen Einstellungen und mit deinem Verhalten greifst du ein in die Situation und denkst dir, ich muss das irgendwie aushalten, ich halte das irgendwie aus. Und jetzt passiert Folgendes, das Gefühl der Angst kommt. Es steigt jetzt in dir von unten hinauf, sagen wir mal imaginär, bis hier in den Hals auf 80%. Und jetzt ist es bei 80% und denkst du, jetzt wird es so stark, jetzt kriege ich gleich einen Kontrollverlust, nicht wahr? Das denkst du dir, ne? Ich weiß, dass du dir das denkst, weil ich hatte es ja auch. Und dann denkst du dir, jetzt kommen so diese 80%, die muss ich jetzt irgendwie in Schacht halten, weil ich möchte nicht, dass die 100% kommen. Dann kommt dieser Super-GAU und dieser Super-GAU von einer Panikattacke, den möchte ich nicht haben. Und jetzt möchte ich dir, damit du dir das, und jetzt bitte, weil falls das Video vielleicht ein bisschen lange dauert und ich weiß, das strengt manchmal ein bisschen an, aber es ist so wichtig, dass du es verstehst, weil nur mit dem richtigen Wissen kannst du es auch lernen. Jetzt kommt Folgendes, du gehst jetzt in die Situation hinein und ich erkläre dir jetzt genau physiologisch, was mit deinem Körper passiert. Deine Gedanken lösen in deinen Neuronen Gefühle aus. Also das heißt, durch die Gedanken werden neue Bahnen geschaltet. Diese Bahnen schalten Gefühle aus, das ist Energie. Das heißt, der Gedanke kommt, ich könnte von der Brücke springen. Ich könnte einen Ausdruck gegenüber Jesus oder einen blasphemischen Ausdruck verwenden. Dieser Gedanke führt dazu, dass ein Gefühl ausgelöst wird. Physiologisch passiert jetzt Folgendes. Du hast hier hinten die Niere und in der Niere oben drüber ist die Nebennierenende. Und dieses Organ schüttet jetzt aus ein Hormon und dieses Hormon nennt sich Adrenalin, Stresshormon. Das sorgt jetzt für Symptome, Kloß im Hals,
Unwohlsein im Magen, Schwitzen, zittrige Beine, Zittern, man fummelt an sich herum und sonst irgendwie was alles ganz normal ist. Also, es ist in der Situation nicht angebracht, aber physiologisch völlig normal. Also es heißt eigentlich, dass du physiologisch völlig gesund bist. Diese Symptome fühlen sich schrecklich an. Jetzt, wenn das auf 80% hochsteigt, versuchst du jetzt kognitiv einzugreifen und denkst dir, nein, das darf nicht stärker werden, sonst kriege ich einen Kontrollverlust, ich flippe aus und was ist, wenn ich mich blamiere? Ich halte das irgendwie, dieses Gefühl, dass es nicht zum Super-GAU kommt. Jetzt bleibst du in der Situation drinnen und das Gefühl macht jetzt Folgendes. Das Gefühl kann genau wie beim Auto mit der Freude, kann nicht fließen. Es kann nicht fließen. Warum kann es nicht fließen? Weil du es auf 80% haltest. Ich vergleiche das immer so, warst du schon mal auf einen Rummel oder Volksfest, da gibt es so diese Dinger, mir fällt gerade dieser Name nicht an, wo du das so draufhaust mit dem Hammer. Kennst du bestimmt. Und dann fliegt das Ding da so oben und oben ist die Spitze, da ist es bei 100%, aber es bing und dann kannst du runterkragen. Aber nein, du hältst es bei 80% und dann hältst du es bei 80% oben an. Das ist das Problem. Und dadurch funktioniert deine Konfrontationstherapie, wenn man es so nennen mag, oder deine eigene Therapie, deine eigene Konfrontation mit der Habituation nicht. Es kann nicht funktionieren. Und jetzt erkläre ich dir, was dann der richtige Weg wäre. Der richtige Weg wäre jetzt, dass wenn du in die Situation hineingehst, dass du dieses Gefühl von Angst, wenn es steigt und steigt, annimmst. Das heißt, sagst du, das mache ich ja schon. Nein, machst du nicht. Tust du nicht. Du hältst es bei 80% und gehst nicht bis ganz nach oben bis 100%. Du musst deiner Angst in Gedanken tatsächlich oder in der Einstellung, in der Haltung besser gesagt sagen, geh so hoch, wie du magst. Du kannst bis zum Explodieren hochgehen, was nie passieren wird, weil du wirst nicht explodieren, du wirst auch nicht die Kontrolle verlieren. Es fühlt sich nur so an. Du sagst jetzt, du gehst hoch. Bis ganz nach oben, bis es nicht mehr geht. Und du nimmst die Rolle an des stillen Beobachters. Das heißt, du gehst in dir hinein, schaust nach innen und schaust, was passiert. Du merkst, dass die Gedanken kommen, das Adrenalin schießt nach oben, fließt, die Angst geht hoch, höher, noch höher, noch höher, noch höher, noch höher, noch höher, noch höher und irgendwann mal ist es ganz oben. Ganz, ganz oben. Wenn es jetzt ganz, ganz oben ist, dann kann es passieren, dass jetzt das Adrenalin komplett aus dem Körper ausgeschieden wird. In einem ganz extremen Fall kann es dann sein, dass wenn die Panik weiter anhält, dann deine Schilddrüse aktiviert wird. In der Schilddrüse befindet sich ein Hormon, das nennt sich L-Tyrosin. Wenn das jetzt vermehrt auch noch ausgeschüttet wird, wird die Hilflosigkeit und das Ohnmachtsgefühl aktiviert. Was dann natürlich, und das gebe ich zu, extrem unangenehm ist. Ist so. Brauchen wir nicht drüber reden. Man stellt sich jetzt leicht hin, wenn man keine Panik hat. Sagst du hast jetzt keine Panik. Ich weiß, dass du drunter leidest. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber es gibt keinen anderen Weg, um diesen Weg, wenn du eine Konfrontationstherapie machen willst, musst du diesen Weg gehen. So, ganz kurz. Jetzt geht dieses L-Tyrosin auch noch. Ohnmacht kommt, Hilflosigkeit. Es kann sein, dass du auch noch schneeweiß anläufst und dass jetzt die Ohren pfeifen. Es fühlt sich dann so an, als würdest du in Ohnmacht fallen. Passiert aber auch in den extrem seltensten Fällen. Und sollte es passieren, dann bist du eben für 15 Sekunden oder 10 Sekunden kurz weggetreten, dann bist du auch wieder da. Wichtig ist, und das ist das Allerwichtigste, greife nicht ein in deinen Körper. Greife nicht kognitiv an. Nehme die Haltung an des Beobachters. Du beobachtest alles. Du beobachtest, wie das Adrenalin durch deinen Körper hindurchgeht. Du beobachtest, was geht da in mir vor. Greifst nie an. Du identifizierst dich nicht mit den Gedanken und du liest dieses Gefühl voll hoch. Wenn es jetzt dazu gekommen ist, dass du diesen Weg gegangen bist und du nicht eingreifst und dich praktisch wenn man so möchte, es hat immer so einen negativen Beigeschmack, dieses Wort, aber es ist tatsächlich in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut, dass du dich praktisch der Situation dass du das über dich ergehen lässt. Du lässt es über dich ergehen. Du beobachtest und lässt es über dich ergehen. Wenn du jetzt irgendwann an den Punkt dabei bist und du merkst, jetzt ist es so weit oben, jetzt ist das L-Tyrosin draußen, das Adrenalin geht draußen, dann sagst du jetzt Folgendes zu dir. Das hat jetzt den absoluten Höhepunkt erreicht und jetzt lasse ich dich fließen.
ich lasse dich gehen. Du lässt jetzt diese Energie, so ähnlich wie man möchte, stell dir die Energie vor wie beim Gleitstrom, Nikola Tesla, der den Wechselstrom erfunden hat. Versuch dir so, diese Energie lässt du jetzt einfach fließen. Du lässt sie in dir fließen durch. Die Angst ist ganz, ganz oben und jetzt darf es fließen. Es darf. Es ist nicht so, du musst, sondern es darf. Es darf jetzt fließen. Und wenn jetzt diese Angst durchfließt und fließt und fließt und fließt und nach unten durchfließt, stell dir das vor, hier oben ist die Spitze und jetzt geht sie runter bis hier runter an meinen Wangen, hier in den Hals hinein. Du spürst es, wie es durchgeht, durch deinen ganzen Körper, dieses Gefühl von Panik. Und es wird schwächer und schwächer und zackt ab, bis an deine Zehenspitzen nach ganz unten. Und dann stellst du dir vor, es fließt diese Energie aus meinen Zehenspitzen heraus in den Fußboden hinein und gleitet ab. Ab diesem Moment erfährst du inneren Frieden. Und das ist der Umlernprozess. Das nennt man dann tatsächlich Umlernprozess. In dieser Phase, wo du diesen Umlernprozess dann machst, ist es dann so, wenn du in die Situation wieder hineingehst, wo du das letzte Mal warst, hast du einen Umlernprozess dort oben im Verhalten, im Denken, in deinen Synapsen in dir herbeigeführt und kann jetzt auch umgelernt werden, sodass, wenn du jetzt das nächste Mal in die Situation hineingehst, keine Panik mehr bekommst. Und sollte es trotzdem sein, dass du immer noch ein leichtes Angstgefühl hast, dann wird es so sein, dass es tatsächlich sehr, sehr viel schwächer ist und du dann gar nicht mehr großartig eingreifen musst. Aber ich weiß nicht, ob dir das dein Therapeut genau so erklärt hat. Ich weiß es nicht. Ich bin in der Therapie nicht dabei. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen und sagen, ich bin mir sicher, er hat es dir nicht gesagt. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, die meisten gehen so in die Situation hinein und sagen sich einfach, ich halte das halt jetzt aus und ich schaue mal, wie lange noch und jetzt ist der Gottesdienst bald vorbei oder die Schulstunde ist bald vorbei. Dann halte ich es aus, dann kann ich raus und dann verlässt du die Situation. Aber deine Angst war ja nur bei 80%. Du hast diese 80% nicht zum Explodieren gebracht. Das ist praktisch dein Körper physiologisch von alleine hochgeht in eine Situation und du es dann wieder durchfließen lässt. Das machst du nicht. Und dein Therapeut, wie gesagt, weiß ich nicht, ob er dir das erklärt hat. Und das ist meine persönliche Erfahrung, wenn es darum geht, wenn man starke Ängste, Panik, dauerhaft überwinden möchte, ist das ein sehr, sehr, sehr guter Weg und Ansatz. Ich sage nicht, dass du dich sofort in die schlimmste Situation, in die vorstellbare Situation begeben sollst. Such dir von mir aus leichtere Situationen am Anfang, wo du nicht ganz so viel Angst empfindest. Steiger das Niveau, ist vollkommen okay, kein Problem. Aber mach eins niemals, ich wiederhole es nochmal. Lass die Angst nicht bei 70-80% stehen und greif kognitiv da irgendwie ein, dass du sie irgendwie in Schach haltest. Du kämpfst gegen etwas an, was du nicht tun solltest. Denk an das Auto. Denk an das Auto. Du hast ein Auto, greifst du dagegen ein, gegen die Habituation? Nein, du lässt die Freude ja auch total fließen. Und das ist die Kunst, um es zu verstehen, wie man mit Gefühlen umgeht. Gefühle sind nicht etwas, was man irgendwie stoppen sollte oder innehalten soll. Das geht zwar schon zu einem gewissen Maß, du wirst dich aber dauerhaft vor deinen Leiden dadurch nicht befreien. Denn diese Gefühle kommen wieder und wieder und immer wieder und du wirst immer wieder so wie du, wenn du mir die Fragen stellst in meinen Coachings oder auch in meinem E-Mail-Posteingang oder auch im Instagram, kommt immer wieder diese Frage, warum kann ich mit Konfrontationstherapie meine Angst nicht besiegen? Das ist jetzt in diesem Video die Antwort darauf. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass ich dir mit diesem Video meinen bestmöglichsten Mehrwert geben konnte und auch helfen konnte. Wenn ja, schreib es mir in die Kommentarbox. Wenn du irgendeine Kritik hast oder Videowünsche, schreib es auch in die Kommentarbox. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass wie immer einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere den Kanal. Ich freue mich darüber. Bis bald, dein Juan. Ciao.